Smart Vision EQ42. So stellt sich Mercedes bzw. Smart die autonome Zukunft vor. Und da reden wir über 2025, 2030. Also dann wahrscheinlich der Nachfolger der vierten, fünften Smart-Generation. Der könnte dann so aussehen. Und wir fangen mal beim Außendesign an. Die Maße erinnern auf jeden Fall schon an die des aktuellen Smart. Ein bisschen größer ist er. Und die bekannte Tritonswelle, von der hat man sich verabschiedet. Stattdessen ist es hier die Form einer schwarzen Perle, umhüllt von einem weißen Körper, so sagen das die Designer. Gut, das ist ein bisschen romantisch ausgedrückt. Letztendlich geht es darum, dass es hier in Zukunft sicherlich andere Sicherheitsaspekte gibt. Deswegen hat er jetzt auch keine Airbags. Man geht davon aus beim autonomen Fahren, dass man die Unfälle um 60 bis 70% reduzieren kann, weil die Fahrzeuge ja miteinander kommunizieren, viel vorausschauender fahren, als wir das tun, das Ganze auch noch 360 Grad überwachen. Da spricht tatsächlich einiges dafür. Wer sich trotzdem anschnallen will, hier haben wir einen Sicherheitsgurt mit drinnen verbaut, der dann darüber geführt werden kann. Also auch dafür ist gesorgt. Bleiben wir noch mal ein bisschen beim Außendesign. Wir sehen, dass die Lampen wurden durch LEDs ersetzt. Und jetzt hier in Form von so niedlichen Augen, die zwinkern. Ja, das macht ihn besonders sympathisch. Darüber kann er mit der Außenwelt kommunizieren, aber auch Warnhinweise geben. Hier vorne auf diesem riesigen Display gibt es auch verschiedene Hinweise. In der Situation hat er zum Beispiel einen Fußgänger vor sich erkannt, der über die Straße wollte und sagt ihm, geh doch bitte rüber. Er kann mich aber auch damit begrüßen und damit kommen wir schon ein bisschen zu dem Konzept, was dahinter steht. Denn solche Fahrzeuge sollen dann in Zukunft permanent auf der Straße unterwegs sein. Also nicht wie bei Car2Go, wie ihr das jetzt kennt, irgendwo geparkt und ich muss mir mein Fahrzeug suchen und einsteigen, sondern das hier ruft man sich über das Handy und der ist dann gerade unterwegs, kommt vorbei, sammelt einen ein. Großer Vorteil. Und wenn man dann hier so einsteigt, dann öffnen sich die Flügeltüren, die nach hinten gehen. Hat man natürlich gemacht, damit zum einen der Platz beim Parken gespart wird und zum anderen, wenn der so in der Stadt unterwegs ist und da auch noch viele Fahrradfahrer und Fußgänger unterwegs sind, die Gefahr reduziert wird, dass man denen die Tür beim Öffnen vor den Kopf haut. So, wenn man dann einsteigt, dann nimmt man hier auf diesen Kunstledersitzen Platz. Kunstleder deswegen, weil es angeblich besonders leicht zu reinigen sein soll. Und das ist ja immer so ein Thema bei Car2Go. Wer die Fahrzeuge schon mal genutzt hat, der weiß, manchmal sehen die drinnen aus wie Sau. Da hat man sich schon Gedanken gemacht. Man hat jetzt hier so einen speziellen Gummiboden, der besonders pflegeleicht sein soll. Dann dieses Kunstleder. Klar wird das dann sicherlich nicht in weiß sein. Und wer besonders viel Wert auf Hygiene legt, ja, hier ist ein Handspender für Desinfektionsmittel. Finde ich toll. Wo wir jetzt gerade schon hier drin sind, gucken wir mal weiter. Man kann hier Platz nehmen, alleine oder auch zu zweit. Wenn man zu zweit Platz nimmt, dann hat man da vorne auch noch eine Mittelarmablage, die fährt dann hoch. Und dann kann man sich hier zu zweit reinsetzen. Überall da, wo Pull steht, kann man wirklich auch dran ziehen. Und dahinter verbergen sich Ablageflächen. Clever gemacht, weil wenn man da was hingelegt hat, beispielsweise eine Flasche oder eine kleine Tasche, dann sieht man auch beim Aussteigen, da steckt noch was dahinter, darf ich nicht vergessen. Darunter kann ich nicht nur ein Teddy machen, sondern auch eine kleinere Tasche. Bei größerem Gepäck wird es schon ein bisschen schwierig. Da muss man eben gucken, wo man das unterbringt. Da kann man dann eben nicht mehr zu zweit fahren, da sollte man dann vielleicht alleine unterwegs sein. Thema zu zweit fahren. Wenn ich damit alleine unterwegs bin, übertragen Sie verschiedene Daten von meinem beispielsweise Smartphone, wer weiß, was es da noch in Zukunft gibt, hier auf dieses große Display. Da kann ich dann zum Beispiel meine Musik drüber abspielen, mir meine letzten Fotos angucken, vielleicht sie auch gleich bearbeiten. Aber ich bekomme auch angezeigt, ob vielleicht jemand mitfahren will, der zufällig gerade auf meiner Strecke ist. Und dann kann ich das Ganze annehmen oder auch ablehnen. Ist ein bisschen wie bei Tinder. Dann steigt er ein, ja, dann kann man auch Interessen tauschen oder Bilder tauschen und vielleicht auch irgendwann die Adressen tauschen. Wenn man da drinnen ein bisschen mehr Privatsphäre haben will, bleiben wir doch mal bei diesem Thema, dann ist diese Kuppel, bietet diese Kuppel die Möglichkeit, sich zu verdunkeln. Sie ist also nicht immer durchsichtig, sondern kann auch
verdunkelt werden, beziehungsweise wenn das Fahrzeug alleine unterwegs ist, dann haben diese Türen hier vorne auch eine Werbefläche und dann kann dieses Fahrzeug eben auch im Leerbetrieb genutzt werden. Was man dahinter jetzt ganz gut sieht, ist tatsächlich bei den LED-Scheinwerfern bzw. hier Rückleuchten ein Warnhinweis hier mit dem Ausrufezeichen. Auch das zum Thema, wie man mit der Außenwelt kommuniziert. Hier wird man begrüßt beim Einsteigen, aber auch andere Hinweise kann es ja geben. Das Ganze wird elektrisch betrieben. Hier in der Studie mit einem 30 kW Motor. Das ist halt so viel Leistung wie der aktuelle Electric Smart hat. Aber in Zukunft geht es ja sicherlich nicht darum, schnell unterwegs zu sein, sondern entspannt mit großer Reichweite. Und da soll dieses autonome Fahrzeug sich auch selbstständig laden bzw. zur nächsten Ladestation fahren, laden. Damit hat man dann eben auch nichts mehr zu tun. Es kann aber auch Energie abgeben, wenn es denn gebraucht wird. Aus meiner Sicht ein sehr durchdachtes Konzept. Man hat ja schon einiges gesehen jetzt auch von BMW und VW beispielsweise. Aber man muss sagen, dass natürlich gerade Mercedes mit Car2Go ein großes Carsharing-Unternehmen an der Hand hat, viele Erfahrungen dort sammelt und dann tatsächlich über so eine große Carsharing-Flotte das autonome Auto in Zukunft dann tatsächlich flächendeckend in die Städte bringen kann. Auch das sei hier noch bemerkt, solche Fahrzeuge sind natürlich nicht fürs Land gedacht, sondern die sollen in den Städten unterwegs sein. In den USA hat Mercedes Anfang 2017 eine Absichtserklärung unterzeichnet, zusammen mit Uber. Mercedes will demnach in Zukunft Uber mit autonomen Fahrzeugen beliefern. Und das Prinzip, was hier hinter steht, das ist ja auch so ein bisschen wie eine Mischung aus Car2Go und Uber, wenn man sich überlegt, dass ich solche Fahrzeuge dann in ferner Zukunft übers Handy rufe und sie dann mich direkt abholen und ich nicht dort extra irgendwo hinlaufen muss, wo sie geparkt wurden.